Herzlich willkommen im Ride Better Bikes Headquarter. Wir haben die Hütte voller Testbikes. Vom Hardtail bis zum Enduro-Bike, vom Bike für unter 2000 Euro bis zum Bike für über 10.000 Euro haben wir alles hier. Und wir haben ein neues Videoformat entwickelt, um euch all diese Bikes in den nächsten Wochen vorzustellen. Und den Startschuss für unsere neue Quick and Dirty Videoserie gibt ein echtes Partybike, nämlich das Santa Cruz 5010. Mit 140 mm an der Gabel ist das Santa Cruz 5010 eigentlich ein klassisches Allmountain. Die abfahrtslastige Ausstattung und vor allem das Mallet-Setup lassen es aber im Bereich der Enduros wildern. Der Clou bei der ganzen Geschichte ist, durch den geringeren Federweg ist das Bike deutlich leichter als ein klassisches Enduro. Wir haben das Bike in der Top-Version mit 13,6 Kilo ohne Pedale gewogen. Der VPP-Hinterbau im Heck hat 130 mm Federweg. Und für alle Nicht-Freaks unter unseren Zuschauern, VPP steht für Virtual Pivot Point. Das heißt, der Drehpunkt des Hinterbaus liegt nicht fest auf einer fest definierten Achse im Rahmen, sondern verändert sich je nachdem, wie der Hinterbau einfedert. Und das erlaubt es den Ingenieuren, die Kinematik des Hinterbaus in den ersten 40% des Federwegs auf Effizienz zu trimmen und in den tieferen Federwegsbereichen auf die Abfahrtsperformance hinzukonstruieren. So viel zur Theorie. Und ich will jetzt an der Stelle gar nicht weiter in die Welt von Anti-Squat und Anti-Rise eintauchen. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass der Hinterbau im Gelände richtig gut funktioniert. Und diese spaßorientierte, abfahrtslastige Ausrichtung ist genau das, was das Santa Cruz 5010 zu seinem Marktumfeld abgrenzt. Wenn man sich die anderen Bikes mit 140 mm Federweg an der Gabel anschaut, wie zum Beispiel das Canyon Neuron, das Cube Stereo 144 oder das neue Orbea Ocom SL, wird klar, diese mehr auf den Einsatz auf langen Touren ausgelegt. Die direkten Vergleiche zu den stärksten Konkurrenten haben wir euch auf unserer Webseite angelegt und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier kann man die Geometrien und Ausstattungen der verschiedenen Bikes 1:1 gegeneinander vergleichen. Unser Testbike ist die Top-Version des 5010s. Klar, dass man für glatte 10.000 Euro eine vernünftige Ausstattung erwarten darf. SRAMs XO Eagle Transmission Schaltung funktioniert auf dem Trail einwandfrei. Man merkt aber auch, dass die Produktmanager nicht nur einfach ganz oben ins Regal gegriffen haben, sondern sich auch Gedanken über den Einsatzbereich des Bikes gemacht haben. Am Vorderrad ist nämlich eine leichte SL-Felge verbaut, während am Hinterrad eine etwas stabilere HD-Felge verbaut ist. Wenn man also den Reifen mal durchtackert, fliegen nicht gleich die Spreißel. Und wenn sie doch fliegen, dann gibt es auf die Laufräder sowie auf den Rahmen lebenslange Garantie. Und natürlich lässt sich Santa Cruz nicht lumpen und spendiert den 5010 ein Staufach im Unterrohr, so wie es aktuell alle angesagten Bikes haben. Das RockShox Ultimate Fahrwerk funktioniert einwandfrei. Die SRAM Codebremsen dagegen schöpfen ihr Potenzial, das sie haben, mit den 180er Bremsscheiben am Front und Heck nicht voll aus. Dass Santa Cruz für 10.000 Euro keinen Rohrkrepierer liefert, dürfte jedem klar sein. Auch wir haben mit dem Bike richtig Spaß auf dem Trail gehabt. Die Frage ist viel eher, für wen ist es das richtige Bike? Mit dem kleinen Hinterrad und der abfahrtsorientierten Ausstattung unterstreicht es einen verspielten Fahrspaß auf dem Single Trail. Und damit ist es eigentlich genau das richtige Bike für Leute, die am liebsten Enduro fahren, aber nicht die passenden Strecken für ein echtes Enduro-Bike vor der Haustüre haben. Denn das 5010 schafft es mit seinem niedrigen Gewicht wie kaum ein anderes Bike, einen Fahrspaß auf den Hometrails aufkommen zu lassen, die jetzt nicht von krassen Stunts oder Felsblöcken durchsetzt sind. Wo es viel Licht gibt, fällt natürlich auch Schatten. Klassische Allmountain, wie zum Beispiel das Canyon Neuron, klettern etwas besser. Wenn euch das nicht stört, dann gibt es eigentlich nur ein Hindernis. Dann müsst ihr halt schauen, wie es 10.000 Euro auftreibt, damit ihr euch das Bike kaufen könnt. Wenn es am Preis scheitert, haben wir euch auf bike-test.com auch alle günstigeren 5010 Modelle ausführlich bewertet. Den Artikel dazu mit weiteren Details haben wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt.